Ja, wir sind jetzt in Kroatien, ganz im Süden, auf der Halbinsel Prevlaka. Prevlaka, genau. Das ist halt ein altes Militärgelände hier und ist aber halt schon seit Jahren geschlossen. Hier ist ein Hubschrauberlandeplatz ist hier. Da standen wir auch zuerst und mega tolle Aussicht war da. Ja, auf jeden Fall. Also Rundumblick auf die ganze Halbinsel. Aber da kommen dann doch sehr viele Locals vorbei und da wollten wir dann nicht so den Ausblick zustellen. Ja, weil wir doch recht groß sind. Ja, und deshalb sind wir jetzt hier so ein bisschen runtergefahren. Hier sind so alte Hallen, da haben wir uns dann reingestellt. Außerdem ist das da schön kühl morgens, ne? Ja, Weil wenn die Sonne rumgeht, ist das schon extrem heiß. Ich glaube, bis 25 Grad oder sowas haben wir. Und das heizt sich dann doch ganz schön auf. Und das ist ganz nett hier. Außerdem ist es ja auch nicht so erlaubt, wirklich frei zu campen. Man sollte hier schon auf Campingplätze fahren und deshalb haben wir uns hier jetzt ein bisschen abseits gestellt. Ein bisschen versteckt. Ja, die Polizei ist auch schon lang gefahren oben. Und aber sie haben nichts gesagt. Nein, sie haben ganz nett gegrüßt und wir standen halt vorm Auto, haben ganz nett gegrüßt und dann haben wir uns halt gedacht, bevor die abends nochmal wiederkommen, haben wir uns hier lieber so ein bisschen, wo wir nicht auffallen, so ein bisschen hingestellt. Ist auch bisher alles gut, mal gucken, wie es so weitergeht. Genau, jetzt wollen wir nämlich ein bisschen weiter nach Norden, erstmal ein paar Kletterspots anfahren und uns das Land mal ein bisschen anschauen. Ja, an der Grenze ist auch alles wieder total glatt gelaufen. Wir hatten ja vorher den Test gemacht in Montenegro und den wollten sie halt sehen. Ja genau, eine Voranmeldung brauchte man irgendwie online, aber das hat gar keinen interessiert. Mir wurde halt empfohlen, dass man das macht, haben wir natürlich gemacht, um das ein bisschen zu beschleunigen, aber das hat nicht wirklich jemanden interessiert, aber es ging trotzdem alles wieder wahnsinnig schnell, also ohne Probleme. Wir haben ja alle Formulare dabei und deshalb ging das richtig gut wieder. Wir sehen auch noch Montenegro. Ja, was wirklich gut ist, weil wir nämlich das montenegrinische Netz noch haben und da wir unsere Daten noch nicht aufgebraucht haben, können wir hier das noch ein bisschen nutzen. In der EU ist es ja ein bisschen teurer leider. Ja, genau. Und das Netz war echt gut in Montenegro. Genau. Und wir haben, glaube ich, für 500 Gigabyte haben wir 15 € bezahlt. Genau, für 30 Tage, genau. Ja, also perfekt. Hat uns gefallen. Ja, eigentlich wollten wir gerade klettern gehen und dann kam eine Frau vorbei, die hat uns gefragt, ob wir irgendwas brauchen und hat sie uns auf einen Kaffee eingeladen und dann sind wir natürlich mitgegangen und dann haben wir eine kleine Hochführung gekriegt und haben uns die ganzen Tiere angeguckt. Mein Liebling ist immer noch Freddy das Schwein, nach Freddie Mercury benannt. Und nur ein paar hundert Meter weiter ist jetzt schon das Klettergebiet und da gehen wir jetzt dann hin. Hier ist ganz nett, hier ist zum Klettern, hier sind so 20 Routen oder sowas. Ist auch schön im Schatten hier unten, wenn man hier steht, aber der Nachteil, dass es im Schatten ist, hier sind lauter Insekten und Mücken und Ameisen, glaube ich. Also meine Füße sind schon total zerstochen und ich glaube, wir klettern auch noch 1, 2 Routen und dann wären wir wohl zurück. Unser nächster Stopp ist Dubrovnik. Die Stadt ist mit etwas über 40.000 Einwohnern kleiner als wir dachten. Die gesamte Altstadt von Dubrovnik ist UNESCO-Weltkulturerbe und international sehr bekannt. Ein Teil der Bekanntheit verdankt die Stadt vermutlich auch der Serie Games of Thrones. Weil wir ungern in Städten stehen, suchen wir uns in der Umgebung einen Campingplatz und fahren mit dem Linienbus nach Dubrovnik. In der
Hauptsaison oder wenn Kreuzfahrtschiffe anlegen, ist die Altstadt wohl so gut besucht, dass der Zugang von der Polizei geregelt wird. In schmalen Gassen gibt es sogar Schilder, die darauf hinweisen, dass man nicht stehen bleiben soll. Aber wir haben Glück, denn momentan ist hier kaum was los und wir können die wirklich schöne Altstadt auf uns wirken lassen. Wir standen ja letzte Nacht auf diesem verlassenen Campingplatz. Ist auch ganz nett, schöner Strand und so. Und wurden da dann heute Morgen weggeschickt, als wir sowieso gerade los wollten. Da kam halt einer ran und meinte halt, ja, das ist Privatland und wir dürfen noch nicht stehen und wir sollen halt sofort weg. War aber eigentlich ganz nett, also war recht höflich. Und sind dann halt auch weitergefahren und haben uns jetzt hier so einen kleinen Platz, ein bisschen versteckt, so einen kleinen Parkplatz gesucht, abseits der Straße. Und hier ist halt auch ein Klettergebiet, Nakovana. Und ja, das werden wir jetzt mal erkunden. Also erstmal wollen wir hier ein bisschen die Gegend, hier sind noch ein paar Höhlen und ein paar Ruinen, das werden wir uns erstmal angucken. Und dann, wenn die Sonne ein bisschen tiefer ist, dann werden wir wahrscheinlich klettern gehen, weil hier sind so um die 30 Grad. Und die Wand ist jetzt noch in der prallen Sonne. Ja, wir haben jetzt über Tag Siesta gemacht, weil das ein bisschen zu warm ist über Tag. Hier sind um die 30 Grad, waren wir heute Morgen halt wandern. Und jetzt ist, ja, ich glaube irgendwie 5:30 oder so und jetzt wollen wir klettern gehen. Also, oder wir versuchen zumindest an die Felsen irgendwie zu kommen. Da oben sind die. Ja, wir rennen hier jetzt glaube ich schon so 1,5 Stunden durch die Gegend und kommen irgendwie nicht zu den Kletterfelsen. Wir sind beim Schild, sind wir eigentlich gerade reingegangen, da war noch ein Wanderweg, eine gelb-weiße Markierung. Aber irgendwie ist das Ganze verlaufen und jetzt sind es hier nur noch Tierpfade. Ganz viele Wildschweinspuren, auch recht frische. Aber wir wissen noch nicht, wie wir da hochkommen. Wir haben schon mal versucht, so quer durchzugehen, aber das Gebüsch ist einfach zu dicht. Ja, ich denke mal, wir gucken jetzt noch eine halbe Stunde, ob wir es finden. Ansonsten gehen wir wieder zurück. Das ist fast wie ein Labyrinth. Wir sind hier schon wieder in die Sackgasse gegangen. Ja, zum Glück tracken wir mit. Da geht's vielleicht raus. Na, Weg gefunden? Leider nicht. Ja, wir sind jetzt hier in so einem kleinen Fährort, Trapani, glaube ich. Also wir wollen ja von der Halbinsel wieder runter und aufs Festland. Und ja, dadurch lassen wir halt Bosnien jetzt aus, sonst hätten wir halt noch durch Bosnien fahren müssen. Und das macht das Ganze jetzt ein bisschen einfacher wahrscheinlich für uns. Und jetzt kommt auch gerade die Fähre. Wir haben die Fähre leider um eine Viertelstunde verpasst, deswegen mussten wir jetzt hier 2 Stunden warten. Und ja, ist eine relativ kleine Fähre, so wie es aussieht.